Hallo liebe Freunde, mein Name ist Chris von Just the Interactive. Wir entwickeln das Computerspiel Drover Forsaken Kin und heute habe ich jemanden besonders mitgebracht, den Johannes. Grüß euch, hallo. Johannes, du hast ja sehr viele Aufgaben bei uns. Du bist ja Programmierer, Musiker, Tester, Port-Dude, was immer der Port-Dude auch macht. Und das ist genau das, worüber wir heute reden wollen. Denn wie portet man eigentlich und was ist eigentlich Porten? Und ich würde sagen, wir fangen einfach damit mal an, dass du mal ganz kurz erklärst, was überhaupt Porten bedeutet. Ist das sowas wie bei Portal 2, dass ich durch eine Wand hüpfe und ich komme woanders raus? Nee, also es hat damit relativ wenig zu tun. Vielleicht indirekt schon, aber ich sag mal, unter Porting versteht man allgemein, dass du dein Spiel von der einen Plattform auf eine andere Plattform herausbringst. Das nennt man das Porting. Tendenziell ist es meistens so, dass man auf PC entwickelt und von dort auf die Konsolen PlayStation, Xbox, Switch, Handy oder auch Apple, was auch immer, iOS, Mac und so weiter rausbringt. Aber es kann auch sein, dass man mal beim Switch-Spiel auf den PC portiert. Also es gibt es auch in eine Richtung. Ja, krass, also immer nur von A nach B quasi. Quasi von A nach B, das ist das Port. Das ist, glaube ich, Worten. Das ist schon so ein bisschen halt. Das stimmt. Genau, wir haben ja Drover jetzt ja auch portet. Genau. Immer auf verschiedenen Konsolen, ne? Jetzt sage ich mal, ich bin ja auch Informatiker. Und ich habe ja mit dem Porting-Prozess jetzt gar nicht so konkret was zu tun gehabt. Und für mich ist das auch eine mega Blackbox. Wie portet man eigentlich so ein Spiel? So komplett banal gesagt. Ja, also, sag jetzt mal, das ist eigentlich ähnlich wie, wir entwickeln das Spiel in so einer genannten Entwicklungsumgebung halt so, ne? Und dann drückt man auf den Button und dann kommt am Ende so eine .exe raus, wie man es vielleicht von Windows kennt. Dann klickt man Doppelklick, dann startet das Ganze. Und das sag ich mal so, ich sag mal jetzt mal, man beschäftigt sich damit und dann muss man erstmal ganz, ganz viel Admin-Zeug machen. Dann braucht man Packages, dann damit man überhaupt für ein Playstation, weil dann ist das anderes Format und so weiter, das ist andere Hardware, dann muss man es dabei bauen. Kann man sich irgendwie Mac und Linux, das ist auch andere Anforderungen, sag ich mal so. Und das ist halt mal so, und dann drückt man auf den Bauprozess und dann, sag ich mal so, packt man das dann auf die Playstation mal und guckt mal, ob das da läuft. Das klingt ja ganz easy, oder? Also lief es auch so easy bei Drover jetzt? Das ist die nächste Frage. Jetzt, wie lief denn beim Drover das Porting? War ja nur diesen Button klicken. Ja, eigentlich schon. Tendenziell ist es tatsächlich initial erstmal der Button klicken, aber dann, wenn man im Detail guckt, ist es dann doch meistens halt ein bisschen komplizierter. Andere Hardware, andere Voraussetzungen und so weiter. Initial war es erstmal ein Buttonklick, vor allem für die modernen Plattformen, PlayStation 5, Xbox Series, also die neueren Plattformen. Wo wir dann so ein bisschen Schwierigkeiten hatten, waren vorhin mit den älteren Plattformen und vor allem mit der Nintendo Switch. Was sind jetzt noch andere älteren Plattformen? Also zum Beispiel halt so PlayStation 4 oder auch die ältere Xbox, die sind auch nicht so hardware-stark. Das waren auch so Probleme. Naja, ich sag jetzt mal so, dadurch, dass die Probleme, ich sag mal, das ältere Hardware, aber dadurch die Nintendo Switch zum Teil noch schlechter ist oder noch anspruchsvoller ist von der Hardware, war es, sag ich mal so, beides so ein Abwasch. Aber finde ich ja süß, wie du jetzt probierst, gerade die Switch nicht so schlecht dastehen. Ne? Aber eigentlich war es, glaube ich, nur die Switch, so wie wirkliche Probleme gemacht. Im Endeffekt, ja. Die anderen waren vielleicht ein bisschen komplizierter, aber die Switch damals schon geblutet, ne? Ja, da haben wir schon sehr. Genau, kommen wir zur nächsten Frage. Also warum war es denn so problematisch konkret jetzt bei der Switch? Genau, also bei Switch ist das Problem einfach, dass die sehr limitiert ist vom Arbeitsspeicher. Und Drover, unser Spiel, ist halt ein Open-World-Game. Und in so einem Open-World-Game ist es klar, du kannst nicht das ganze Spiel komplett im Arbeitsspeicher halten. Die Welt ist einfach viel zu groß. Ja. Und das zweite Problem ist, du kannst auch nicht genau sagen, was ist denn jetzt so, was soll jetzt geladen sein, wo geht das Spiel als nächstes hin. Also es ist kein levelbasiertes von Level 1 nach Level 2 zum Beispiel. Ne? Du bist komplett frei. Und das war sehr, sehr anspruchsvoll mit dem sehr limitierten Arbeitsspeicher von der Switch. Was für Drover quasi auf die Switch portiert zu bekommen. Also war das Problem nur der Arbeitsspeicher? Weil ich weiß ja damals noch zum Beispiel, wo es für Linux mal rausgebracht hat, unser Spiel, da hatten wir Probleme mit Shadern oder so. Oder zum Beispiel Elex 2 hat ja auch Shader-Probleme gehabt. Jetzt nicht auf den Konsolen, sondern allgemein. Aber das war jetzt gar kein Problem. Also wir hatten ein paar Dinge, aber die haben wir so schnell gefunden und meistens muss ich sagen, Unity ist da auch ganz gut mittlerweile. Ich habe bei dem Bauprozess schon die Warnings, guck mal hier, der und der Shader, hier, das konnten wir nicht machen, passt das mal an. Und wir hatten so ein paar Dinge, aber die hatten wir sehr, sehr, sehr schnell herausgefunden, konnten das fixen und hatten so, ich sage mal, von der Darstellung an sich und von der Bedienung auch eigentlich nicht wirklich Probleme. Ne? Das war wirklich größtenteils diese Arbeitsspeicher. Genau, und Unity ist die Engine, mit der wir Genau. Quasi das, was Johannes so ein bisschen erzählt hat, wo wir alles zusammenklicken. So eine Art, ja. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt zu der Engine oder andere Fragen habt, könnt ihr die immer gerne in den Kommentaren schreiben. Wir beantworten alle eure Fragen hier. Und dann kommen wir auch zu der nächsten Frage, die ich auch oft gehört habe und die ich mir retrospektiv auch selber stelle. So, haben ja damals in der Uni gestartet. Wir hatten keinerlei Erfahrung und dann sagen wir machen ein Open-World-Rollenspiel, was schon ein bisschen verrückt klingt. Im Nachhinein, ich habe das nie so realisiert, dass das verrückt ist. Und warum haben wir uns dazu entschieden, auf alle Konsolen zu porten? Ich habe mal aufgeschrieben, was das alles ist. Das ist die Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 und Switch. Und dann noch für Steam, Linux, Mac. Ja. Und Windows. So, why? Also, warum? So,
Im Nachhinein dachte ich mir auch, es ist ganz schön verrückt eigentlich, dass wir das Vor allem alles auch an einem Tag, ja. Ja. Also das war auch schon so ein bisschen, es war auch echt nervend, weil ich glaube, alle 6 Rechner bauen uns irgendwie gleichzeitig am Bauen, jeder auf einem anderen System, der eine ist für eine Playstation. Aber ich sag jetzt mal so, die Entscheidung hat größtenteils damit zu tun, dass vor allem als kleines Studio fürs erste Produkt ist dein Release dein wichtigster Tag halt. Ne? Und das war bei uns auch einer der Grund, warum wir alles auf diesen einen Tag gesetzt haben. Ich sag mal so, solange wir mit der Switch noch nicht fertig waren, haben wir halt auch noch nicht released halt. Und haben das halt quasi so gesagt, okay, wirklich, wenn alles fertig ist, nehmen wir diesen Tag und dann bringen wir alles gleichzeitig raus, weil wenn du es später rausbringst, wieder neues Marketing, wieder neue Presse und so weiter und das ist immer ein bisschen schwieriger im Nachhinein dann nochmal sowas nachzuziehen. Außer als kleines Studio. Und hat es sich gelohnt? Was würdest du sagen? Also ich finde, jetzt dir was rausgehört möchte, aber hat es sich gelohnt, so das alles zu machen? Also ich sag jetzt mal so, erfahrungsmäßig auf jeden Fall. Also ich habe unglaublich viel gelernt, dass wir das auch jetzt alles jetzt schon gemacht haben und nicht gesagt haben, ja okay, wir machen jetzt erstmal nur 2 Konsolen, 2 andere Konsolen machen wir später. Weil jetzt haben wir alles so gebündelt, einmal gelernt jetzt hier mit Rover und können das fürs nächste Projekt einfach komplett anwenden halt so. Im Nachhinein, ich glaube, am Ende müsste man sich das mit Verkaufszahlen und den Arbeitsstunden einfach mal gegenrechnen, ob sich das quasi so gelohnt hätte, sag ich mal so. Aber ich würde aus meiner Sicht sagen, mit allem drum und dran, auch was man so nebenbei so gelernt hat sich das schon rentiert. Ja, muss man immer differenzieren, dass bei dir der Case war, dass du auch Bock drauf hattest. Ne? Also ich glaube, wenn du da keinen Bock drauf hattest und du siehst es als ein Pflichtding an, was gemacht werden muss, da musst du sehr intrinsisch auch ticken, so um das überhaupt zu schaffen. Ne? Vor allem auch fürs erste Mal, dann auch, man hätte ja auch anfangen können, hey, wir machen so ein kleines Hamsterspiel, wo du ein bisschen rumhüpfst und dann das porten wir mal. Aber nein, es ist ein Open World. Ja. Ne? Was würdest du jetzt persönlich empfehlen, wenn du jetzt Leute da draußen hast, die jetzt auch ein Spiel entwickeln und jetzt ein Spiel machen und sagen so, ja, ich möchte das auch dann in 2 Jahren oder so für die Switch rausbringen. Was würdest du da so empfehlen? Ich würde auf jeden Fall empfehlen, lasst euch ein Dev-Kit zukommen lassen, weil ich habe ja schon mit Publisher zusammengearbeitet, also holt euch ein Dev-Kit oder holt euch irgendwie so einen Rechner, der ungefähr die Hardware hat, die auch euer Spiel benötigt oder die Switch hat und dann baut das dafür, führt es darauf auf, lauft rum und dann schaut euch das einfach an. Das ist der beste Hinweis, den ich geben kann. Wir haben es auch zu spät gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und dann werdet ihr nämlich wissen, da müssen wir nochmal arbeiten oder das wird so und so viel Arbeit. Oder auch, das läuft schon ziemlich gut. Und wir haben bis heute kein Mac. Genau. Wir haben bis heute kein Mac, weil wir wollen uns die ganze Zeit noch einen Mac holen, um das auf dem Mac auch zu testen. Aber was wir jetzt neu haben, ist das Steam Deck. Genau. Haben wir uns jetzt geholt, um einfach das darauf auch testen zu können. Denn bei uns war auch so der Case, das hat ja auch mit Konsolen zu tun, dass wir sehr spät angefangen haben, um das Spiel für Controller zugänglich zu machen. Weil wir haben am Anfang gesagt, wir wollen keinen Controller, Freunde. Nur Maus und Tastatur. Richtig classic. Und irgendwann haben wir gesagt, schon cool mit Controller so, ne? Ja. Und dann alles zu refactoren. Das Refactoren ist immer mehr Aufwand, als man denkt. Auch gerade mit Konsolen und was du auch meintest, dass man früh damit anfängt. Und wirklich früh. Aber im Endeffekt muss man auch sagen, hat die Switch uns ein bisschen auch den Arsch gerettet, was die Performance auch auf PC angeht. Denn wir haben ja keine Unterscheidung zwischen Switch und PC, sondern alles ist gleich. Und dadurch, dass wir die Switch optimiert haben, haben wir das auf dem PC auch optimiert. Ne? Die Steam Deck-User freuen sich richtig. Ja, das war auch eine wichtige Entscheidung. Ja. Ich hab's ganz gerne nochmal so, es ist keine fiese Frage, aber ich weiß halt, dass Johannes Philosophie früher, als wir noch in der Uni waren oder so nach der Uni, war seine Philosophie immer, hey, schreib crappy Code, du kannst später alles refactoren, scheiß drauf. So, das war sogar ein bisschen klar. aggressiv gesagt so ein bisschen. Hat sich da so dein Weltbild geändert oder würdest du das immer noch so unterschreiben? Ich würde es heutzutage differenzierter betrachten. Ne? Also ich sage jetzt mal, hätte ich jetzt die Info, dass, okay, vor 2 Jahren, hey du Johannes, das wird Performance echt knackig halt so, würde ich das glaube ich schon dann ernster nehmen, auch vielleicht ein bisschen anders handhaben, aber das Problem ist ja, um zu wissen, wo optimierst du denn jetzt zum Beispiel? Ja, ne? Oder wie immer. Oder wie halt so, ne? Das heißt, da ist man immer noch sehr in die Gefahr, das Falsche zu optimieren. Da würde ich immer sagen, so nicht zu früh optimieren, weil du tendenziell das Falsche optimierst, aber auf der anderen Seite aber auch, solltest du schon früh genug anfangen, nicht, dass du am Ende alles Mögliche auf einmal umschreiben. Was hältst du von dem Tipp, den ich euch jetzt gebe, kannst du gleich bewerten, dass ihr, wenn ihr Programmlead seid oder ein Spiel entwickelt, dass ihr einfach Speicher allokiert und den einfach nur die ganze Zeit am Anfang der Entwicklung schon, wirklich, ihr fangt relativ früh an und einfach irgendwie, was weiß ich, so 100 Megabyte, wirklich schon sehr viel, einfach allokieren und dann am Ende, wenn alle sagen, oh mein Gott, wir müssen optimieren, oh mein Gott, wir haben nicht mehr, sagst du am Ende, ey, kein Problem, ich habe ja noch 100, gebe ich jetzt wieder frei und ihr könnt alle nutzen. Wie findest du die Idee? Ich finde die eigentlich ziemlich gut. Also ich finde die gar nicht so blöd, dass man sagt, so guck mal, aber keiner weiß davon, nur du weißt davon, ne? Ich muss sagen, ich finde das gar nicht so, dass man wirklich so sagt, ey, guck mal, das theoretisch würde es auch funktionieren, aber nö, erstmal für uns,
es ist immer ein Fail, wenn wir da Ja. Aber das darfst nur du wissen, ne? Das darf man Ich sagen. finde das gar nicht so blöd, die Idee. Dann bist du der Held. Ohne Scheiß, du bist der, wenn du irgendwann rauskommst, so, ey Freunde, kein Ding, ich muss so diese Zeile löschen, hab das, ne? Aber okay. Sprecht das doch lieber mit dem Team ab, bevor ihr das. Das kann auch nach hinten los. Das ne? stimmt, ja. Okay, jetzt kommt eine fiese Frage von Chris, die kommt dir mal zum Abschluss. Und meine fiese Frage ist, die ist wirklich ein bisschen fies, ich bin mal gespannt, was du antwortest. Würdest du selbst Rover auf der Switch spielen? Ich würde Rover nicht auf der Switch spielen, nein. Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war, diese Frage zu stellen. Nein. Wollen wir sie noch erklären? Ich glaube, erklär mal. Okay, es liegt einfach ein bisschen daran, ich bin halt überhaupt kein Konsolenspieler. Es hat weniger was mit dem Spiel oder meiner Sicht sind. Ich habe es auf Switch gespielt und ich hatte unglaublich viel Spaß daran. Also ich hat's auch lange in der Hand und so weiter. Macht wirklich sehr, sehr viel Spaß da drauf. Aber ich bin einfach so kein Handheld-Typ. Vielleicht bin ich auch noch nicht reingekommen und so. Also ich hatte auch nie eine Konsole früher und so weiter. Ich bin einfach so PC-only. Und deswegen würde ich es auch nicht auf der Switch spielen, aber es hat weniger was mit dem Spiel an sich zu tun, mehr mit, wie ich persönlich Spiele spiele. Aber ich kann dir empfehlen, Weihnachten nimm das Steam Deck. Das ist schon geil. Also ich habe das Steam Deck jetzt 2 Tage gespielt. Ich feiere es mega, muss ich sagen. So im Bett zu liegen und so hat Vorteile. Ja? Sehr, sehr cool. Wenn ihr oder wenn du noch irgendwelche Fragen hast, kannst du die sehr gerne in die Kommentare schreiben. Wir beantworten alle eure Fragen in den Videos. Und damit verabschieden wir uns. Ich bin raus. Chris und Johannes, macht gut, Leute. Sometimes an outsider is needed to remember the Forsaken King.